Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ich bin ganz stolz. Heute ein neues Format auf diesem Kanal. Und ich freue mich enorm, denn auf dieses Format habe ich schon seit ewigen Zeiten Bock. Ganz einfach, ich konsumiere dieses Format selber sehr, sehr gerne auf YouTube. Und zwar rede ich über Reaktionen. Ich wollte immer schon Reaktionen machen, gerne zum Fußball-Content allgemein, insbesondere natürlich zu Real Madrid. Und da passt es wie die Faust aufs Auge, dass der gute Broski oder Gamer Brother, nennt ihn wie ihr wollt, ein Video gemacht hat, in dem er über den Kabinenzoff bei Real Madrid geredet hat. Xabi Alonso gegen die Spieler, ihr wisst, über was ich rede. Ja, und wie ich hinter den Kulissen erfahren habe, waren viele seiner Informationen aus meinem Livestream. Das macht mich sehr, sehr stolz, dass so ein riesen Fußball-Content-Creator auf meine Infos reagiert. Also, der hat jetzt nicht direkt auf mein Video reagiert, aber erstens war ich, glaube ich, sowieso der Einzige, der deutschlandweit darüber berichtet hat. Und zweitens, wie gesagt, hinter den Kulissen habe ich erfahren, dass die Informationen zumindest aus meinem Livestream machen. Weiß Gott, vielleicht werde ich irgendwann so groß, dass ich vielleicht mit ihm sogar zusammen mal über Real Madrid quatschen kann. Ja, wenn ihr das wollt, dann unterstützt diesen Kanal bitte mit einem Follow. Lasst ein Like da, teilen, hypen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und jetzt würde ich sagen, ab zur Reaktion. Ja, und dieses Video ist inzwischen eine Woche alt und heißt Xabi Alonso vor dem Aus, Game Brother Real Talk über Real Madrid und Xabi Alonso. Wie gesagt, das hat er auf seinem Zweitkanal hochgeladen, Gamer Brothers Stream Highlights. Gehen wir da mal rein. Ja, Robert spricht es schon an. Wir müssen ein bisschen über Real Madrid reden, meine Freunde. Was zum F geht da ab, Alter? Xabi Alonso ist vor dem Aus bei Real? Digga, ist das krank. Wahnsinn. Ist ein bisschen Beef, ja? Ist ein bisschen viel Beef. Also ich sag mal so, wenn man spanischen Medien, die sehr nah bei Real Madrid dran sind, vertraut, dann ist das gerade mit Real Madrid und Xabi Alonso sehr schwierig, weil Xabi Alonso quasi es sich wohl mit jedem Topstar aus der Mannschaft verscherzt hat. Die Frage ist halt, da haben wir vielleicht mal ein bisschen anders formulieren. Ich weiß nicht, ob Xabi Alonso es sich mit den Topstars der Mannschaft verscherzt hat. Man kann es vielleicht auch eher so formulieren, dass die Real Madrid-Spieler in den letzten Jahren so viele Freiheiten bekommen haben, dass sie da halt einfach gewohnt sind, jedem auf der Nase rumzutanzen, ne? Also, das ist halt schon. Ja, unterbreche ich mal direkt ganz kurz. Also, es ist jetzt Gott sei Dank nicht jeder Topstar, wie wir gehört haben. Ein Kylian Mbappé war ja nicht involviert. Auch ein Aurélien Tchouaméni sind für mich auch Topstars. Arda Güler ist auch ein Topstar. Also, die sind jetzt nicht involviert. Die üblichen Verdächtigen, da kommt er gleich zu. Ja, aber da kommt er auch darauf zu sprechen, was ich euch damals auch berichtet hatte, dass unter Ancelotti die Jungs ja, nach dem Auswärtsspiel mal eben nach Ibiza geflogen sind und nicht nach Madrid zurück. Ja, wie gesagt, ich glaube, da kommt er jetzt drauf zu sprechen. Ich habe dieses Video noch nicht gesehen, aber ich, ja, glaube, da geht es hin. Schon krass, die wurden so verwöhnt. Aber es gibt viele Indizien, ne? Selbst Zinedine Zidane wurde ja jetzt gefragt, ob er demnächst wieder auf der Trainerbank sitzen wird. Und Zinedine Zidane hat einfach gesagt, ja, sehr bald werde ich wieder auf der Bank sitzen. Ob das dann wirklich so ist, keine Ahnung. Aber, Alter. So, keine Sorge, ich unterbreche nicht alle 10 Sekunden. Das ist jetzt nur eine Ausnahme. Aber vor einer Woche habe ich noch das Gleiche gedacht wie Broski. Oh Gott, oder nicht, dass Zinedine Zidane schon in den Startlöchern sitzt, weil er selber so gesagt hat, ja, ich werde sehr bald wieder trainieren. Aber inzwischen haben wir erfahren, laut internationalen Medien, er wird Frankreich nach der WM übernehmen. Also für uns Madridistas etwas Entwarnung. Nicht, dass sie dann ein schlechter Trainer ist, aber ihr kennt meine Meinung. Für mich sollte Xabi Alonso erstmal mindestens 2 Jahre Zeit bekommen für sein Projekt. Was da alles abgegangen ist, ne? Junge, die durften Training schwänzen bei Ancelotti. Ja, ihr vertut euch bei Fußballprofis. Ich habe auch ein paar Geschichten über Raúl auf Schalke gehört, ne? Ich sag mal so, auch der Mann hat ein paar Sonderregeln bekommen. Wenn mal eine Laufeinheit anstand. Oder wenn es darum ging, wo darf man parken, wo darf man nicht parken.
Normal. Es ist ja auch alles in Ordnung bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn es dann halt irgendwann um so Sachen geht, Oh Gott, jetzt unterbreche ich ja doch alle 2 Sekunden. Äh, sorry. Ja, also zum Thema Raúls, da eine kleine Anekdote dazu. Ich selber habe ja mein Leben lang in der Nähe von Düsseldorf gelebt. Und ein Raúl, als er nach Schalke zum Fußballspielen gewechselt ist, erstens, er war nicht mehr in seinem jungen Alter, er war schon etwas älter. Raúl war jetzt nie ein physisches Monster, also Laufeinheiten, ob 'n Raúl die unbedingt gebraucht hätte. Und dass er mal ein bisschen näher parkt, keine Ahnung, wird er bessere Infos haben als ich, ist ja okay. Aber ich kann euch so viel über Raúl González, erklären. In Düsseldorf gibt es einen spanischen Garten. Da kann man Lebensmittel aus Spanien kaufen. Die importieren die aus Spanien und sehr viele Spanier aus der Region gehen in diesem spanischen Garten einkaufen. Und als Raúl Spieler von Real Madrid war, war er selber regelmäßig in diesem spanischen Supermarkt quasi. Und ich kenne einen, der da arbeitet und der hat mir gesagt, unglaublich. Egal, wer ihn da angesprochen hat in dem Supermarkt, der hat sich für jeden Zeit genommen. Manchmal saßen die Kinder und die Frau im Auto und Raoul war da innen drin, hat sich meint der ganz, ganz bodenständig, ganz netter, lieber Mann, hat nie von oben herab auf irgendjemanden geschaut, sondern immer nur ganz, ganz sympathisch unter Autogramme unterschrieben, aber auch so über privates Zeugs mit denen geredet. Und, wenn die Frau und die Kinder auch dabei waren, genauso. Ganz liebe, bodenständige, nette Menschen, also null Arroganz et cetera. Na ja, deshalb passt das nicht so ganz in diese Sache, aber dass 'n Raúl vielleicht gesagt hat: „Hör mal, laufen, ich brauche nicht unbedingt laufen. Ich löffel dir 10 Tore in der Bundesliga pro Saison da ganz einfach rein.“ Und, 'n Torriecher hatte Raúl immer. Und dass er vielleicht ein bisschen näher parken durfte, finde ich jetzt nicht vergleichbar mit so sehr mit dem, was leider in Madrid gerade passiert. Ja, gehen wir mal weiter. wie dass die Spieler einfach nach dem Spiel nach Ibiza wollen und der Trainer wundert sich, Bruder, wo seid ihr? Ich will Training mit euch machen. Dann wird's halt ein bisschen schwierig, ne? Ah, es ist sehr, sehr krass. Also, wir halten mal ganz kurz fest. Arnes, du hilfst mit, damit ich das mal ganz kurz verstehe. Was bei Real Madrid gerade abgeht. Das Tischtuch zwischen Vini Junior und Alonso soll komplett zerschnitten sein, weil die beiden quasi jedes Mal aufs Neue versuchen wollen herauszufinden, wer gerade am längeren Hebel sitzt. Am Anfang der Saison war das wohl so, dass Alonso eher die Rückendeckung vom Vorstand und von Florentino Perez hatte und die gesagt haben, yo, nimm den mal ein bisschen härter ran, weil wir wissen sowieso noch nicht, wie das in Zukunft mit dem aussieht und dann verkaufen wir den halt. Du musst den Leuten hier auch ein bisschen vermitteln, dass kein Spieler größer als der Verein ist. Egal, ob die hier 2, 3, 5 Champions League Titel gewonnen haben und egal, ob die bei Real die 7 tragen oder nicht. Da ist Real Madrid und keiner ist größer als Real Madrid. Verständlich. So. Dann hat es aber wohl unser Onkel Alonso ein bisschen zu wörtlich genommen und hat dann ein, zwei Mal so ein bisschen den Bogen überspannt, wie unter anderem auch bei der Auswechslung beim Clasico. Und da muss ich fairerweise sagen, da haben wir auch damals einen Talk drüber gemacht, wie Vinicius Junior da reagiert hat. War natürlich komplett drüber und komplett falsch. Aber, und die Frage haben wir uns ja damals schon gestellt, warum reagiert ein Vinicius Junior so? Weil das wahrscheinlich nicht die erste und einzige Situation gewesen sein wird zwischen den beiden und weil das natürlich ein ganz, ganz klarer Fall war, wo Alonso Vini gezeigt hat, Bruder, ich zeig dir mal jetzt hier, wer die Hosen anhat. Du bist zwar hier einer der besten Leute auf dem Platz im Clasico, aber ich wechsle dich jetzt aus in der 75. Minute und gib ihm. Auf der anderen Seite hat ein Lamine Yamal 90 Minuten bekommen, der an dem Tag Bock scheiße war. Das hat halt auch immer so ein bisschen was mit, ne? Standing zu tun. Ich meine, wir können uns ja auch damals an die Debatte erinnern, als Cristiano Ronaldo auf einmal an. Also, ja, so er hat schon recht mit dem, was er sagt. Das war natürlich nicht der erste Zwischenfall zwischen Xabi Alonso und Vini, sonst wäre Vini nicht so eskaliert. Und ich glaube, auch da kommen die Informationen ein bisschen aus meinem Livestream mit diesem, dass der Vorstand am Anfang noch hinter, Xabi Alonso stand. Es wurde ja auch dahin tendiert, so mal gucken, dass 'n Vini mal merkt: „Verdammt, du bist nicht unantastbar. Real Madrid funktioniert auch ohne dich. Denk da bitte bei deinen Vertragsverhandlungen drüber nach.“ Und wie ihr mitbekommen habt, der erste große Streit zwischen Vini und Xabi Alonso war bei der Club-WM, als im wichtigen Spiel gegen Paris Saint-Germain, als Mbappé wieder fit war, ein Vini auf einmal auf der Bank gewesen wäre. Und da ist Vini damals explodiert und hat direkt zu seinem Berater gesagt: „Verkauf mich.“
Na ja, das war wahrscheinlich in der Hitze des Gefechts. Inzwischen hatte sich der Brasilianer, beruhigt. Trotzdem waren noch Spannungen da und im Classico ist das ein bisschen, explodiert. Wobei ich nicht glaube, ich schätze Xabi Alonso nicht so ein, dass das so 'n der berühmte Schwanzvergleich war, so nach dem Motto: „Ich zeige dir, dass ich hier das, Alpha-Tier bin.“ Ich glaube, es ging eher darum, ich habe das 'n Twitter-User hat das auch mal aufgezeigt. Vini war 6-mal nicht mit Koundé mitgelaufen. Madrid führte nur mit einem Tor, auf unerklärliche Weise. Madrid hätte mit 3, 4 Toren führen müssen im Clasico, führte aber nur mit einem Tor. Koundé wurde immer offensiver und Vini hat die Wege nach hinten nicht mehr mitgemacht. Und darauf hat ein Xabi Alonso reagiert und hat ein Rodrigo dahingestellt. Also, ich glaube nicht unbedingt, dass das ein Schwanzvergleich war. Auf einmal angefangen worden ist auszuwechseln oder auf der Bank war bei Manchester United. Es gibt halt Spieler, die sind so groß, da ist es mit dem Auswechseln und so ein bisschen die Rolle dahinter einnehmen schwierig. So, mittlerweile ist das wohl so, dass der Vorstand bzw. Florentino Perez aufgrund von anderen Nebenkriegsschauplätzen bei Xabi Alonso tendenziell sogar eher wieder auf der Seite von Vini Junior ist, weil ein Fede Valverde auch maximal unzufrieden ist, weil er die ganze Zeit Rechtsverteidiger zocken muss. Wo ich mir halt so ein bisschen denke, ja, kann ich verstehen, Bruder, aber ich meine, es ist halt nun mal so, dass bei Real krasses Verletzungspech am Start gewesen ist und dann musst du da halt hin, so. Ne? Das ist halt dann, da musst du tanken. Weil Werder hat sich gegen Almaty nicht mal aufgewärmt und will nicht als RV spielen. Hat sich geweigert einfach. Und das Ding ist, im Nachhinein weiß man sowas natürlich immer besser. Aber ich habe jetzt einen Gedankengang, den ich zum ersten Mal hatte. Vielleicht ist auch der Kontrast von einem Carlo Ancelotti zu einem Xabi Alonso zu krass. Ohne beurteilen zu wollen, wer der bessere oder schlechtere Trainer ist. Ich finde Xabi Alonso unfassbar. Was der bei Leverkusen geleistet hat, ist geisteskrank. Und ich habe vor Carlo Ancelotti auch maximalen Respekt. Aber erinnert euch an eine ähnliche Situation, wo das schon mal so gekracht hat. Und ich bin gespannt, wer mir folgen kann. Bayern München. Da war es nämlich genau umgekehrt. Da ist Carlo Ancelotti auf Pep Guardiola gefolgt und die Spieler dachten sich damals auch, Bruder, was geht denn hier auf einmal ab? Wir wurden 3 Jahre lang gezüchtet wie sonst was. Wir hatten ganz klare Vorgaben. Heute darfst du 274 Kalorien zum Frühstück zu dir nehmen. Heute musst du 11,4 Kilometer laufen. Wir pressen ab 33 Metern hinter der Mittellinie. Und auf einmal kommt Carlo Ancelotti und sagt, ich bin hier für die Vibes. Und ich wundere meinen Co-Trainer, raucht Kippen. So, wisst ihr? Ich glaube, das ist halt, wenn du so sehr unterschiedliche Trainertypen direkt hintereinander bekommst, kann das sehr, sehr schwierig sein. Und andererseits muss ich sagen, egal was ich höre, ich weiß nicht, wie ihr das seht, bei sowas als Außenstehender, ich bin komplett pro Xabi Alonso. Ich bin komplett pro Xabi Alonso. Bei Real Madrid war in den letzten Jahren immer, wenn es einen Vorwurf gab, ganz klar der Vorwurf, dass der Kader auf rein taktischer und spielerischer Natur, also wie gestalte ich ein Spiel mit Ball, was habe ich für taktische Ideen, wie gut bin ich als Spieler eingestellt auf dem Platz, wenn ein Gegner etwas verändert. Und genau deshalb hast du ja Xabi Alonso geholt, weil du einen inhaltlichen Fachmann haben wolltest. Genau um diese Probleme anzugehen. Weil Carlo Ancelotti war ein toller Trainer bei Real, der super erfolgreich war. Aber Leute, wir alle haben gesehen, wie Carlo Ancelotti und Real Madrid in den letzten Jahren erfolgreich war. Nämlich mit einem Selbstverständnis von, wir sind individuell die beste Mannschaft der Welt und wir sind mental nicht auseinanderzunehmen, weil wir wissen, dass wir so krass sind, dass wir jederzeit die Möglichkeit haben, euch irgendwie noch ein Tor reinzudrücken. Dann schießt man Valverde aus 25 Metern drauf, dann bringt ein Toni Kroos mal einen Pass, einen Standard haargenau in den 16er, dann dribbelt man Vinicius Junior durch 3 Leute durch, so, dann hat ein Karim Benzema zu seinen Zeiten mal einen perfekten Abend in der Champions League gehabt. Also es war ja bei Real schon immer so, dass man sich tendenziell eher auf die individuelle Klasse verlassen hat und es dann schon immer mal wieder so Schlüsselspiele gab, wo man sich halt so gedacht hat, so, boah, da sieht Real nicht gut aus, weil die Mannschaft einfach auf einem taktisch ganz, ganz anderen Niveau ist. Und deshalb finde ich den Ansatz, auf Alonso zu wechseln, voll gut. Ich finde es ehrlicherweise unfassbar, was die Realspieler da abziehen. Also es sind natürlich alles nur Also, ein rundum fettes Kompliment für Broski. Der hat Real Madrid verstanden und es ist auch immer wieder schön zu sehen, wie aus dem Ausland Real Madrid betrachtet wird, als diese mentalen Monster mit der besten individuellen Klasse der Welt. Ja, und da muss ich ihm recht geben, so hat Real Madrid die letzten Jahre funktioniert. Du wusstest, du hast Einzelspieler, auf die kannst du dich verlassen, die können jedes Spiel für dich entscheiden. Aber wenn es ganz knapp wurde, ganz eng, und die Mannschaften sich weiterentwickelt haben
Das haben sie nun mal getan und Real Madrid ist 'n bisschen stecken geblieben in diesem ja, er sagt, Ancelotti war für die Vibes da, gut formuliert. Ja, er war halt der Papa, der Opa, alle sollten sich wohlfühlen. Er hat dafür gesorgt, also auch 'n super Trainer. Der war der richtige Trainer für das Real Madrid damals. Aber heute, wo der Fußball sich so weiterentwickelt hat und wo du vielleicht individuell gar nicht mehr so weit weg bist, zum Beispiel von 'nem Liverpool. Ich schätze mal, Spieler für Spieler, sind die auch top besetzt oder in Paris oder andere Mannschaften oder in City und die dann taktisch aber auch noch auf dem Stand 2025 sind und du auf dem Stand noch 2017 bist. Ja, das hat man halt gemerkt. Und Real Madrid hat richtig reagiert, hat sich 'n Trainer geholt, der auch taktisch auf'm Stand 2025 ist und er muss die Mannschaft da hinkriegen. Und wie er sagt, du musst hinter dem Trainer stehen. Wobei, na, wie gesagt, den Aspekt, den er erwähnt, sehe ich natürlich auch so. Der Kontrast ist natürlich krass, ne? Du kommst von 'nem Carlo Ancelotti, Chill-Guy, macht, was ihr wollt, geht nach Ibiza, Hauptsache am Sonntag macht ihr 2 Tore, zu 'nem Xabi Alonso, der sagt: „Ihr seid um 7 Uhr morgens hier auf'm Trainingsplatz, ihr geht ins Gym, du hebst so und so viele Gewichte, du isst so und so viel.“ Also, ja, der Kontrast ist natürlich riesig. Gerüchte, aber Bellingham soll angeblich keinen Bock auf lange Videoanalysen haben. Vinicius Junior und Alonso, das haben wir jetzt thematisiert. Ein Valverde will nicht Rechtsverteidiger spielen. Ein Mastantuono beschwert sich, dass er nicht regelmäßig zockt. Dann hast du da noch einen Endrick rumrennen, der von sich selber irgendwann wahrscheinlich vor 2, 3 Jahren mal gedacht hat, dass er der nächste Pelé wird, weil Die Infos kamen übrigens, glaube ich, von mir. ihm das jeder gesagt wird. Also das scheint ja da ein Haufen voller Divas zu sein. Das ist ja nicht mehr normal. Und ich muss ganz Deutsch LK, Diven. offen und ehrlich sagen, weil es hier auch gerade einer in den Chat reinschreibt, ich habe nichts gegen Real Madrid und auch nichts gegen die Spieler, weil ich die alle individuell super finde. Aber ich kann es mir komplett vorstellen, dass das alles so richtige Bastarde sind. Wenn mir einer sagt, Bellingham, Mbappé und Vini Junior sind richtige Wichser, die einen Trainer angucken und sagen, Herr Junge, dann spiele ich halt 5 Spiele scheiße, dann bist du weg, ich bin eh mächtiger als du. Ich kauf das. Ich kauf das. Ich erinnere mich bei Vinicius Junior, das brauche ich euch nicht mehr erzählen, bei Vinicius Junior erinnern wir uns alle an 10 Geschichten. Bei Jude Bellingham hat man mittlerweile auch schon ein paar Sachen gehört. Und erinnert euch daran, wie Luis Enrique Kylian Mbappé mal versucht hat beizubringen, bei PSG Pressing zu spielen. Wobei ich fairerweise glaube, dass Mbappé, was das angeht, hat er sich, glaube ich, geändert und ist von den gerade genannten tendenziell noch eher der harmloseste. Bellinghams Vater soll wohl der schlimmste sein, sowohl bei Dortmund als auch Real. Alter, das fand ich so interessant. Das hat bei der vorletzten Ed Broski Show jemand gesagt. Ich weiß nicht mehr wer, der aber auf offenbar mehr Ahnung hat als ich. Das ist die Bellingham-Familie soll komplett verrückt sein. Ich weiß nicht, nee, das war nicht Plätti. Da gibt's einen TikTok von. Das war crazy. Die ziehen das ja überall ab. Real ist diese eine Ansammlung von Snobkindern aus einer Privatschule, die auf den Lehrern spucken und sagen, unser Vater bezahlt ihr Gehalt. Rede bitte. Rede bitte, mein Freund. Alle mussten zum Interview gehen. Bellingham ist einfach nicht hingegangen. Die Bellinghams haben eine ganz eigene Strategie, auch in England. Die lehnen alle Interviewanfragen ab, die machen immer ihr eigenes Ding, immer unter der Maßgabe. Sein Vater meint, okay, meine Söhne, also Jude ist ja eh schon bei Real, mein zweiter Sohn wird auch durchstarten in den nächsten Jahren. Wir können unser eigenes Ding machen, wir müssen nicht mit den Medien reden. Führt aber auch dazu, dass zum Beispiel bei der englischen Nationalmannschaft manche Mitspieler, zuletzt zum Beispiel bei der Europameisterschaft, nicht so angetan waren davon, weil alle mussten zum Interview gehen. Bellingham ist einfach nicht hingegangen. Da haben sie gesagt, ja, warum müssen wir den ganzen Anführungszeichen Mist machen? Aber Jude geht nicht hin. Zumal er ja auch so mit das Gesicht der Mannschaft war, ne? Eben. Alle mussten zum Interview gehen. So, solche Sachen. Und ich finde Okay, also da muss ich aber Bellingham ein bisschen in Schutz nehmen, denn Bellingham, das sieht man vor allem in der letzten Woche, hat in England auch eine unglaublich schlechte Presse deshalb, weil er sich so ein bisschen gegen die Presse wehrt, weil in England immer, naja, Ian Wright hat gesagt, es liegt an der Hautfarbe von Bellingham, dass es ihm nicht gegönnt wird, als schwarzer Spieler der beste Spieler Englands zu sein. Ian Wright hat gesagt, das liegt daran. Naja, das Einzige, was ich zur Verteidigung von Bellingham sagen kann, ist, der hatte es immer schon sehr schwer in England, vor allem weil er auch als Junge schon aus England rausgegangen ist, in der Bundesliga gespielt hat, jetzt bei Real Madrid, also nie wirklich in England gespielt hat und das scheinen die ihm in der Presse so ein bisschen übel zu nehmen. Ja, ändert aber nichts daran, ja, dass der Vater, so wie wir mitbekommen haben, bei Dortmund und bei Real Madrid reinspaziert, wie er will. halt, wenn man irgendwie so alle Teile so zusammensetzt, ist das irgendwie alles nicht so geil, was da passiert. Ne? Weil, guck mal.
Wenn mal jemand über dich sagt, du bist unsympathisch oder hast hier irgendwie einen Fehler gemacht, okay, das wirst du über jeden Fußballer sagen können. Aber wenn man jetzt halt so Bellingham, Vini Junior, generell so Real Madrid die letzten Jahre so zusammenfügt, also da bestätigt sich ja so ein kleines Bild, ne? Und ich sag, Real Madrid muss da echt aufpassen, dass das nicht die zweiten Galacticos werden. Weil die haben individuell die beste Mannschaft auf diesem Planeten. Die haben die besten Einzelspieler. Bro, die haben Vini Junior, Bellingham und Mbappé. Was ist das denn? Das ist komplett krank. Und dann habe ich Leute wie Rodrigo Valverde noch nicht mal erwähnt. Oder Trent Arnold. Also es ist ein unfassbar kranker individueller Kader. Und die müssen echt aufpassen, dass denen nicht alles auf die Füße fällt. Weil das sind ja Selbstauflösungserscheinungen. Der soll gefühlt bei Paris im Büro leben, weil er sich wegen allem beschwert, laut der Quelle. Und ich meine, wenn du überlegst, welche Mannschaften waren jetzt in den letzten Jahren, mit Ausnahme von Real Madrid, die andauernd die Champions League gewonnen haben, aber welche Mannschaften waren jetzt letztes Jahr und sind dieses Jahr erfolgreich? Paris Saint-Germain, die eben genau nicht mit Mbappé, Messi und Neymar die Champions League gewonnen haben, sondern ohne die drei. Und ich möchte damit nicht das Narrativ aufmachen, dass es irgendwie ein Zufallsprodukt war und die keine guten Spieler hatten sie natürlich auch, aber sie hatten halt eine homogen zusammengestellte Mannschaft mit einer guten Hierarchie. Welche Mannschaft ist jetzt gerade erfolgreich in der aktuellen Saison? Bayern München. Warum ist Bayern München so erfolgreich? Weil sie nicht den einen Spieler haben, der über allen steht. Du hast eine Hierarchie mit Manuel Neuer an der Spitze, Harry Kane, Joshua Kimmich, vielleicht einen Musiala. Du hast einen tendenziell eher dünnen Kader, was natürlich dann zu einem Problem werden kann, aber irgendwo auch dafür sorgt, dass gerade jeder zufrieden ist. Und ein Trainer, der mit der Mannschaft komplett auf einer Wellenlänge ist, ne? Das ist, by the way, geisteskrank. Also, ohne Spaß, bei Vincent Kompany, ne? Man schnappt ja auch hier und da mal was auf. Ich habe von so vielen unterschiedlichen Quellen gehört, dass es kein einziges negatives Wort über Vincent Kompany hinter seinem Rücken gegenüber Presse oder sonst was bis jetzt gab. Ich habe nur Positives gehört. Die lieben den alle. Und das ist krass. Und ich sage, und da sind wir jetzt bei meinem abschließenden... So, bevor wir zum Abschließen kommen, muss ich schon sagen, Kompliment, ne, an Bayern, an Vincent Kompany, was der sich da zurzeit aufgebaut hat, ist der Wahnsinn. Und ja, man hört ja, auch die Bayern haben sehr, sehr viele Stars und da liegt keiner Information, negative, einer, der auf der Bank ist oder auf einer Position sitzt. Ein Conny Leimer, der spielt bei Bayern alles. Rechter Verteidiger, Sechser, linker Verteidiger, rechter Flügel, der kann überall spielen, wird hin und her gesetzt und kein negatives Wort. Und ein Fede Valverde spielt rechter Verteidiger und macht sich nicht warm. Ne, also dann merkt man schon den Unterschied ein bisschen. Nichts gegen Fede Valverde, aber es hat mich halt aufgeregt, dass der einer der drei ist, die sich da so ein bisschen beschwert haben. Und das ist auch, hat schon recht, ne? Man überlegt, wir haben fucking Vini Junior, wir haben fucking Kylian Mbappé und Jude Bellingham. Wir haben einen Arda Güler, einen Fede Valverde. Wir haben einen Dean Hausen, einen Carreras. Wir haben hinten den besten Torhüter der Welt. Und wahrscheinlich habe ich noch 3, 4 Spieler vergessen, wo ihr jetzt sagt, Mario, wir müssten jedes Spiel dominieren. Wir machen es uns selber kaputt. Naja, ich hoffe, wie gesagt, dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Dass das nur ein Frust war wegen den schlechten Spielen und jetzt mit ein paar Siegen hoffentlich die gute Laune wieder entsteht und dass alle das Projekt Xabi Alonso verstehen, aber regt einen Madridista sehr auf. Hören wir uns mal die abschließenden Worte an. Was heißt abschließende Worte? Das Video ist bei 12 von 22, also ein bisschen mehr als die Hälfte haben wir. Fazit, ich bin maximal auf der Seite von Xabi Alonso, 100%. Aber ich sag, ab einem gewissen Punkt von Qualität auf diesem Top-Niveau, sag ich, ist es gar nicht so wichtig, was du inhaltlich machst. Weil das kann im Zweifelsfall auch dein Co-Trainer. Ich glaube, das mit Abstand Wichtigste ist die menschliche Komponente, dass du es einfach schaffst, diesen Haufen an Millionären irgendwie zusammenzurotten. Und dass sie irgendwie miteinander klarkommen. Und da nicht der eine neidisch auf den anderen ist, weil der irgendwie nochmal 5 Tore mehr gemacht hat oder nochmal 2 Millionen Euro mehr verdient. Ich glaube, das ist die schwierigste Challenge als erfolgreicher Trainer einer absoluten Spitzenmannschaft. Und würde mich auch darin bestätigen, warum ein Carlo Ancelotti auf diesem Top-Niveau in der Champions League so erfolgreich war. Weil er irgendwie immer jemand gewesen ist, der es schon, bis auf 1, 2 Kleinigkeiten, geschafft hat, da so einen gewissen Burgfrieden zu wahren, ne? Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht, ne? Und mich würde mal echt interessieren, ob vielleicht so ein Ansatz
taktischer Natur von einem Xabi Alonso vielleicht bei Real Madrid auch zum Scheitern verurteilt ist. Weil der Verein für so eine Art von Trainer zu groß ist. Ich habe keine Ahnung. Oder die Spieler von Real sind alle verwöhnte. Ich habe keinen Plan. Zidane war auch nie einer, da ging es nur um Respekt. Ja, das ist halt das Problem. Und bei Pep Guardiola, der ist ja auch ein inhaltlicher, taktischer Freak. Aber er hat halt den Vorteil, dass er im Gegenzug zu einem Alonso überall, wo er hingeht, sagen kann, Digga, ich habe den Ruf als taktisches Genie, als einer, der den Fußball revolutioniert hat. Wenn ich sage, ich habe keinen Bock mehr auf dich, geh dich. Ich habe bei Barcelona abgerissen, ich habe bei Bayern abgerissen, ich habe bei City abgerissen. Ich habe Lionel Messi zu Lionel Messi gemacht. Wenn du mir sagen willst, du hast ja keinen Bock drauf. Okay, ja, da merkt man ihm natürlich an, dass das ein ganz großer Guardiola-Fan ist und jetzt nichts gegen Pep Guardiola, ist ein super Trainer, einer der besten Trainer der Welt. Aber fangen wir erstmal an, von der Aura her oder was auch immer. Erstens, als Fußballer hat sich ein Xabi Alonso sowieso hinter Pep Guardiola meiner Meinung nach überhaupt nicht zu verstecken. Im Gegenteil, Xabi Alonso ist Weltmeister und zweifacher Europameister. Also als Fußballer war er meiner Meinung nach deutlich besser als ein Pep Guardiola. Und als Trainer, wenn man natürlich nur, er ist natürlich noch nicht so lange Trainer, aber der hat in seiner ersten Saison auf Profi-Ebene mit Leverkusen die Rekordsaison der Bundesliga gespielt. Er hat mit Leverkusen die deutsche Meisterschaft dominiert, ohne ein Spiel zu verlieren. Das hat ein Pep Guardiola noch nirgendwo geschafft. Wenn du dann auch noch überlegst, Pep Guardiola hat bis jetzt Barca Prime trainiert, also das Barca mit Messi, mit Xavi, Iniesta, Busquets, Dani Alves, Puyol, ich glaube, Piqué, ich könnte noch so weitermachen. Ihr wisst also, über was ich rede. Danach ist er zu den Triple Bayern gegangen, zu den Bayern, die gerade das Triple gewonnen hatten. Und danach, und hat er auch nicht die Champions League gewonnen, danach ist er zu Manchester City gegangen, bei Manchester City hat er 2 Milliarden Euro ausgegeben. Und obwohl der 2 Milliarden Euro ausgegeben hat, der, glaube ich, in 7, 8 Jahren, die der jetzt schon bei Manchester City, einmal die Champions League. Also, nichts gegen Pep Guardiola, ist ein super Trainer, aber der wird von vielen auf so ein Podest gestellt. Ich bin der Meinung, wenn ein Xabi Alonso so weitermacht wie bei seinem ersten Jahr in Leverkusen und auch bei Madrid stimmen ja jetzt gerade die Zahlen und der hat gerade mal bei Madrid angefangen. Gib dem Trainer mal seine Zeit. Ich glaube, vielleicht in 2, 3 Jahren braucht auch ein Xabi Alonso sich als Trainer nicht mehr von dem Pep Guardiola. Naja, das ist meine Meinung. Eure könnt ihr gerne dazu nehmen. Drauf, Heideland, Peter Pan, weg mit dir. Ich meine, hat er auch schon häufig genug gemacht. Und ich glaube, das Problem ist, dass Alonso halt diesen Punkt noch nicht hat. Er hat noch nicht diese Macht, noch nicht diesen Einfluss. Weil er halt noch als Trainer tendenziell eher unerfahren ist. Welchen Trainer würdest du denn als Nachfolger holen? Keine Ahnung. Also so, wenn ich jetzt eine kleine Prediction aufstellen darf, ich glaube, es gibt gerade 2 Optionen. Option Nummer 1 ist, es wird bei Real irgendeine sportliche Krise geben. Das heißt vielleicht mal 2, 3 Niederlagen am Stück. Dann kann ich mir vorstellen, dass man innerhalb der Saison noch was macht. Siehe vielleicht Zinedine Zidane. Oder vielleicht geht am Ende der Saison einfach Alonso. Und man sagt dann im Sommer 2026 vorzeitig, okay, hat nicht so geklappt. Das sind für mich gerade die wahrscheinlichsten Szenarien. Ich kann mir aber auch vorstellen und würde mir das wünschen, wenn ich mir ein Traum-Szenario ausdenken dürfte, hoffe ich, dass Xabi Alonso so erfolgreich mit Real Madrid ist, dass er nicht zu entlassen ist und sich dann einfach Trainerqualität durchsetzt und bei Real Madrid halt einfach diese Wohlfühloase auf Spielerseite ein Ende hat. Weil ich glaube, das würde dem Verein langfristig besser tun, als wenn die Spieler diesen Machtkampf da gewinnen. Weil das ist ja schon irrsinnig. Also, ja, 100% gebe ich Broski recht. Was bei einem Verein niemals passieren darf, ist, dass die Spieler zu viel Macht bekommen. Mehr Macht als der Trainer. Manchmal sogar mehr Macht als der Verein. Das habe ich ja sehr oft beim FC Barcelona kritisiert, dass Messi für viele Fans oder für viele im Verein über dem Verein stand. Ich meine, wir reden über Messi. Also wenn sich das einer erlauben durfte beim FC Barcelona, dann wohl er. Also Messi ist mit Abstand, mit großem Abstand der beste Fußballer, den der FC Barcelona jemals herausgebracht hat oder der jemals beim FC Barcelona gespielt hat. Vor Messi war Barcelona schon eine sehr, sehr gute Mannschaft in Spanien, aber nie eine Weltklasse-Mannschaft. Und seit Messi da war, ist Barcelona quasi durchgehend eine Weltklasse-Mannschaft. Aber selbst bei Messi fände ich es nicht gut,
wenn der über dem Verein stand. Ich fand das ja damals auch gut, dass 'n Florentino Perez irgendwann zu Cristiano Ronaldo gesagt hat: „Hör mal, auch du stehst nicht über Real Madrid.“ Und, ich bin der größte Cristiano Ronaldo-Fan überhaupt mit. Ja, aber wenn wir über Messi reden oder Ronaldo, was erlauben sich Vini? Was erlauben sich Bellingham? So, wenn man überlegt, was die Spieler für Real Madrid oder Barcelona bedeutet haben, dass die sich vielleicht ein bisschen was rausgenommen haben, okay, oder wie 'n Raúl, was ich erwähnt habe, der nicht unbedingt zu jeder Laufeinheit musste oder zu 'n bisschen näher parken konnte, alles gut. Aber es kann nicht sein, dass sich Bellingham und Vini, da müssen sie noch sehr viele Kilometer für Real Madrid abreißen, dass die irgendwann denken, sich einbilden zu können, dass die sich erlauben könnten, über dem Trainer zu stehen. Und da gebe ich ihm absolut recht. Als Mannschaft wie Real Madrid, vor allem eins der wichtigsten Punkte bei Real Madrid ist meiner Meinung nach die Seriosität. Und wenn du als seriöser, ernster Verein dastehen willst, ganz klar Hierarchie, Präsident, Vorstand, Trainer und dann die Spieler. Da muss ja mal schon überlegen, ey. Aber tatsächlich glaube ich, dass da die Spieler mächtiger als der neue Trainer sind. Das Problem ist nur, dass die Bellinghams und Vinnies uns auch so spielen können, dass die extra verlieren. Das Problem ist einfach, dass du als Trainer immer die leichter zu ersetzende Position bist. Das ist immer das Leichteste, was du machen kannst. Wenn du als Real Madrid 3 Spiele in Folge verlierst, ist es immer leichter zu sagen, okay, der Trainer ist nichts, das kostet jetzt vielleicht 30 Millionen, aber wir holen einen neuen. Wenn du 3, 4 Spiele am Stück schlecht spielst, dann gehst du nicht hin und sagst, ein Vini Junior wird nie wieder das Real Madrid-Trikot tragen. Sondern dann spielt er halt gerade scheiße und dann verkaufen wir den halt im Sommer. Aber der bleibt halt trotzdem noch da. Und deshalb bist du in 9 von 10 Fällen als Spieler, vor allem auf dem Niveau, vor allem in der Preiskategorie, immer am längeren Hebel. Und bei Vini und Bellingham und Mbappé kommt ja auch noch dazu, vor allem bei Vini Junior, man vergisst das ein bisschen, wie lange der halt mittlerweile schon bei Real Madrid ist. Vini Junior ist eine Borderline Real Madrid-Ikone. Ob man es will oder nicht. Aber der ist jetzt halt auch schon ein paar Tage da. Der ist jetzt, glaube ich, auch in seinem 6. Pflichtspiel, in seinem 6. Jahr bei Real. Oder glaube ich sogar schon in seinem 7. Ich meine, er ist 2019 gekommen. Ich glaube, dann ist er gerade in seinem 7. Jahr für Real. Es wurden jetzt immer nur 3 Namen genannt, aber ich bin von Valverde auch richtig enttäuscht. Als zweiter Kapitän hast du das zu tun, was das Beste für die Mannschaft ist. Also ich kann dich verstehen, dass du als Real Madrid-Fan enttäuscht bist. Und wenn ich jetzt ein Real Madrid-Fan wäre, sage ich mal, wäre ich auch enttäuscht. Aber bei mir überwiegt einfach dieses, dass ich nicht überrascht bin. Und dann sehe ich zum Beispiel solche Clips hier. Da hat zum Beispiel einer geschrieben, this is why Xabi Alonso subbed auf Vini Junior in El Clasico. Und dann sage ich halt, bin ich irgendwie auch auf der Seite von Xabi Alonso. Weil ja, Vini war der beste Mann in dem Spiel, aber wenn du ab der 60. Minute, wenn dein Defensivverhalten halt so ist, mal kurz muten. Ich glaube sogar, das ist das Video, was ich meinte. Achte mal jetzt hier auf Vini Junior und in seinem Rücken Koundé. Dann sage ich halt auch, das guckst du dir einmal an, das guckst du dir vielleicht auch noch ein zweites Mal an, aber wenn das 4, 5 Mal passiert, dann nehme ich auch in der 70. Minute Vini Junior runter, weil das ist dann halt einfach, das ist ja einfach bodenlos, so ein Defensivverhalten. Und das kann ich mir halt bei einer Ein-Tore-Führung in einem El Clasico nicht erlauben, dass da einer rumtrabt. Was denkt er, wer der ist? Ich habe keine. Das ist ja krass. Das ist genau, ich glaube, das ist sogar das Video, was ich meinte. Und er sagt, das gucke ich mir einmal an oder zweimal an. Vini Junior hat das 6 Mal so gemacht. Und irgendwann, deshalb sage ich ja, das war kein Schwanzvergleich von Xabi Alonso oder kein Machtspielchen. Er hat einfach nur das getan, wofür er da ist, als Trainer die beste Entscheidung für Real Madrid zu treffen. Und wenn du das als Vini nicht verstehst, ist es mir auch egal, wenn es, ich glaube, das 7. Jahr, dein 7. Jahr bei Real Madrid ist. Du hast das zu machen, was dein Trainer sagt. Hat es sich meiner Meinung nach Dabrowski so ein bisschen widersprochen, aber ja, vielleicht hat er auch jetzt danach erst das Video bekommen. Keine Ahnung. Das Problem ist, man kann halt nie in eine Kabine reingucken. Vielleicht ist auch. Achso, sorry, und ein Punkt noch zu dem, was er gesagt hat. Dazu kommt ja noch, dass du einen Spieler nicht einfach so verkaufen kannst. Ne? Die Spieler haben ja Vertrag bei Real Madrid. Und ein Vini Junior oder ein Bellingham mit Mbappé, also Mbappé möchte ich mal ganz rausnehmen, aber ein Bellingham hat ja noch einen Vertrag, der läuft ja noch ein paar Jährchen und du kannst nicht einfach dahin gehen und sagen, so Bellingham, du wirst jetzt verkauft. Bellingham kann jederzeit sagen, nö, danke. Bei den Trainern ist das üblicher, dass die Trainer dann irgendwie, ja, okay, dann bin ich halt weg oder dass du den Trainer feuerst. Bei einem Spieler ist das nicht so einfach. Mbappé, wie gesagt, nehme ich raus, hat noch einen langzeitigen Vertrag. Bellingham hat noch einen langzeitigen Vertrag. Derjenige, der zurzeit am schwächsten dasteht, ist ein Vini Junior. Dessen Vertrag läuft in 2 Jahren aus. Xabi Alonso menschlich ein übertriebener Bastard.
und die Realspieler sind im Recht. Aber ich weiß nicht, keine Ahnung. Broski, kannst du dir aber vorstellen, dass die Vini verkaufen? Potenziell ja, weil Real Madrid größer als jeder Spieler ist. Aber aktuell glaube ich, dass, so, wenn du dir du musst ja immer so ein bisschen gucken, wenn du ein bisschen in dem Geschäft drin bist. Und ich meine jetzt nicht, oh, ich bin Moderator von Ed Broski, ich habe so krasse Kontakte, ich bin so drin im Geschäft. Bruder, bei Gott, ich habe 0,0 Kontakte nach Real Madrid. Ich bin genauso wie ihr und versuche einfach nur von außen das zu analysieren und die Teile zusammenzusetzen. Ich meine damit, wenn du im Fußball drin bist, wenn du versuchst, dich viel zu informieren und wenn du ab einem gewissen Zeitpunkt auch lernst, damit umzugehen bzw. einzuordnen, wie Medien in Bezug auf Vereine funktionieren. Und was da gerade öffentlich alles in Richtung Alonso geschossen wird, wie da negativ PR rübergeschmissen wird. Ich bin überrascht, wenn der in genau einem Jahr noch Real Madrid Trainer ist. Wenn ja, mad Respect, weil da sind gerade so viele Leute im Hintergrund an seinem Stuhl am Sägen, das ist ja unfucking fassbar. Und 100% aus den eigenen Reihen. Weil solche Infos wie, ja, Valverde hat übrigens auch gesagt, der hat keinen Bock unter Alonso zu spielen. Vini Junior hasst Alonso. Bellingham ist auch die ganze Zeit bei Paris im Büro, weil der Alonso hasst. Ah ja, übrigens, der Spieler hat auch keinen Bock auf den. So, wo kommt denn sowas her? Schreibt das irgendein Journalist, weil er sich gerade am Sack spielt und Langeweile hat? Oder wird da vielleicht von Spielern und Beratern auch mal was durchgesteckt? Und deshalb, also wie ich das gerade lese, hat Xabi Absolut richtig. Also der Broski, man merkt, der hat Ahnung von dem Metier. Ich selber inzwischen auch. Also ich verfolge ja nicht nur schon seit über 30 Jahren Fußball, sondern spätestens seit ich hier Videos über Real Madrid auf YouTube mache. Man informiert sich, man weiß, wie die Quellen funktionieren, man weiß auch, welche Quelle seriös ist. Man weiß aber auch irgendwann, woher hat diese Quelle die Information, weil man merkt, oh, das kann eigentlich nur von der Spielerseite kommen. Und wie gesagt, alle Quellen, alle Interner, alle gingen in die gleiche Richtung. Und wie er das sagt, ja, sind dann die Berater, die Spieler, die Entourage der Spieler, die das an ihre Informanten durchstecken und die bringen das in die Presse, wie er sagt, aus allen Seiten wurden an dem Stuhl von Xabi Alonso gesägt. Und ich bin auch der Meinung, wie Broski, das Beste für Real Madrid ist, wenn der Trainer so viel Erfolg hat, dass er quasi unantastbar ist. Und ich hoffe einfach, dass ein Florentino Perez der ganzen Mannschaft klar macht, hier ist keiner wichtiger als der Verein. Ich arbeite mit Xabi Alonso die nächsten 5 Jahre mindestens zusammen, solange ist sein Vertrag. Ja, finde ich wichtig. Alonso die Kabine komplett verloren. Die haben sich zusammen komplett auf den eingeschossen. Der ist das Feindbild Nummer 1 in der Kabine. Und da wird gerade im 2-Tages-Rhythmus Infos nach außen gegeben, einfach nur um ihn medial zu diskreditieren. Und das ist richtig peinlich, Bruder. Ist das peinlich. Ist das krank. Aber das ist leider der Fußball. Um euch mal ein vergleichbares Bild zu geben aus Deutschland. Erinnert euch an die Zeit mit Erik ten Hag und Leverkusen. Ihr habt ja gemerkt, wie früh es auf einmal hieß, ja, Bayern 04 Leverkusen könnte sogar ten Hag direkt rausschmeißen. Diese Gerüchte kommen ja nicht einfach, weil sich irgendein Journalist das ausdenkt, sondern weil das halt konkrete Anhaltspunkte sind und jemand wirklich im Verein umstritten ist. So. Oder weil Spieler und Verantwortliche den wirklich wegbekommen wollen. Und diese ganze Erik ten Hag-Geschichte medial war ja so aufgeblasen, vor seiner Entlassung schon. Und du hast ja auch gemerkt, wie da bei Leverkusen gar nicht gegengesteuert worden ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Wenn du wirklich von jemandem überzeugt bist, kannst du es ja ganz anders runterspielen. Siehe wie ist jetzt auch wieder ein deutsches Beispiel, aber siehe wie zum Beispiel Hertha BSC die Leitl-Geschichte runtermoderiert hat am Anfang der Saison. Die Hertha ist auch todesbeschissen in die 2. Liga reingestartet. Das sah überhaupt nicht gut aus, aber man hat ganz klar gesagt, ja, wir wissen, das sieht nicht gut aus, aber wir sind überzeugt von dem Mann. Und dafür gab es gegenüber des Vereins sehr viel Kritik. Zu Recht zu dem Zeitpunkt, weil die Hertha nicht performt hat. Aber du hast den glaubhaft abkaufen können, den Verantwortlichen, dass die unbedingt das mit Leitl durchziehen wollten. Und daran kannst du es immer sehr gut ablesen. Und wenn ich mir jetzt denke, wie das bei Real Madrid gerade kracht, und die spielen ja nicht mal schlecht. So, die haben jetzt ein Klassiko verloren, die haben in der Champions League verloren. Ich glaube, in der Liga haben die da noch 5 Punkte Vorsprung auf Barca. Sind ja in der Liga sogar Erster. Also sieht ja alles nicht schlecht aus. Ja, mittlerweile es sind nur noch 3 Punkte. Okay, nur noch 3 Punkte vor Barca. Scheiße. Nur Erster mit 3 Punkten Vorsprung. Aber das meine ich halt, ne? Also es wäre das Leichteste der Welt, in der Situation gerade
als Real Madrid, das hier alles runter zu moderieren und zu sagen, ja Männer, okay, wir haben das Clasico verloren, aber wir sind vor Barca in der Tabelle, ja, und ja, wir haben in der Champions League gegen Liverpool verloren, aber wir sind ja sogar vor Liverpool in der Tabelle und haben halt 9 Punkte. Was wollt ihr? So, wisst ihr, was ich meine? Das versuche ich euch mitzuteilen. Das ist ja auch immer eine Frage von, wie gehe ich dann als Verein... Ach, die haben ja das Clasico sogar gewonnen. Lol, wie bin ich gerade auf verloren gekommen? Sorry. Es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, wie du als Verein medial damit umgehst. Also du könntest das ja jetzt ganz anders drehen. Du könntest ja jetzt hier sagen, Alter, wir sind gerade in der Top 8 in der Champions League, genau da wollen wir sein. Wir haben halt gegen Liverpool verloren, okay, passt, aber wir haben das Clasico gewonnen, wir sind Erster in der Liga und ja mein Gott, wir haben einmal im Madrid-Derby auf die Fresse gekriegt. Also es wäre ja so leicht an Real Madrid Stelle, das runter zu moderieren und zu sagen so, Digga, was wollt ihr eigentlich? Wir sind doch komplett da, geben Eier lecken. Aber das tun sie nicht und deshalb sage ich, glaube ich, wird sehr schwer für Alonso. Real hat gegen kein großes Team performt, ja, da hast du recht. Weil Barcelona für mich auch einfach ein Small Club ist. So. Ja, Leute, wartet mal. Mario und Technik. Ja, also, muss ich Broski erstmal gratulieren. Tolles Video. Man merkt als Außenstehender, ne, wie diese Situation bewertet wird. Kein gutes Licht wirft das auch auf Madrid, auch auf den Vorstand. Ich sehe das wie Broski. Ich hätte mir ein bisschen mehr öffentliche Unterstützung für den Trainer gewünscht. Die nächsten Wochen von Xabi Alonso werden nicht einfach. Das Spiel am Sonntag gegen Elche wird schon entscheidend sein. Ich wünsche mir, wie gesagt, ein bisschen mehr Unterstützung öffentliche für den Trainer. Spielerisch oder punktetechnisch sind wir ja eigentlich auf so einem guten Level, dass Florentino Perez es sich einfacher machen könnte. Und ich glaube, der große Teil des Madridismos steht hinter dem Trainer. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Allgemein bin ich gespannt, was sagt ihr zu diesem neuen Format? Wollt ihr, dass ich öfter auf Sachen reagiere? Keine Sorge, ich muss diese Mikrofoneinstellungen noch ändern. Ich weiß nicht, was los ist. Ich habe extra so ein schönes, teures Schuh, was auch immer, habe so ein Programm, aber ich bin mit dem Ton nicht so zufrieden. Keine Sorge, daran werde ich arbeiten. Aber im Großen und Ganzen hoffe ich, dieses Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn das so ist, unterstützt dieses Video mit einem Like, teilt es, lasst ein Follow da, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, kommentieren. Ja, und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Lasst mir eure Meinung zu diesem Video in den Kommentaren. Bis morgen. Hola, Madrid!